Es gibt sie. Immer wieder. Spiele, die in Erinnerung bleiben. Auf ewig. Borussia Dortmund, Bayern München. Der Kampf um die Schale. Jetzt im Feiertagsmagazin. Oh, bei den Erinnerungen bekomme ich direkt wieder eine Gänsehaut. Ich kann es kaum erwarten, der absolute Ligakracher am Wochenende. Und wir fahren als Tabellenführer nach München. Es war wirklich ein verrückter letzter Spieltag, der auf jeden Fall eins gezeigt hat. Der absolute Wahnsinn ist wieder zurückgekehrt zu unserem BVB. Marco Reus, rechts ist Sancho. Sancho im 16er. Nochmal auf Reus. Tor! Da ist drin, ja! 4:3! 4:3! Ich werde wahnsinnig! Paco Alcázar! Alcázar! Ja! Ja! Wir führen! Wir führen! Sancho! Reus! Tor! Reus! Tor! Reus! Tor! Reus! Tor! Tor! Es ist das Tor! Endstand Freiburg 1, Bayern 1! Was für ein Spektakel. Der Sieg am Samstag war wirklich eine schwierige Geburt. Apropos schwierige Geburt, heute habe ich einen Gast, der hat auch eine Geburt hinter sich. Ich freue mich. Doch, der war gut. Aber war doch keine schwierige Geburt, Mensch. Ja, aber doch, das Fußballspiel. Hier, ja, aber das andere nicht. Und deshalb freue ich mich, dass er heute hier ist. Marco ist bei uns. Erst nochmal Glückwunsch, Papa. Dankeschön, Papa. Wunderbar, was ganz toll. Da kommen wir gleich vielleicht noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Gerne. Ja, bei aller Euphorie um den BVB und das Topspiel gibt es im Leben Wichtigeres als Fußball. Das hast du am Wochenende festgestellt. Und lass uns doch ein ganz klein wenig daran teilhaben, an deiner Gefühlswelt von Samstag und den letzten Tagen. Ja, absolut überwältigend, sehr, sehr glücklich. Es war, ja, wenn man es nicht erlebt, dann kann man sich das einfach nicht vorstellen. Und wenn man dann wirklich live und hautnah dabei ist und da kommt so ein kleines Wesen dann raus und diese Gefühle, die dann einen übermannt quasi in dem Moment, ist dann ja, schon unglaublich und man ist unheimlich stolz in dem Moment dann auch zu wissen, dass man dann Vater ist und Mutter dann auch ist. Und ja, es ist schon ein überragendes Gefühl und die letzten Tage auch sind natürlich immer sehr frisch. Die Kleine bewegt sich viel. Ihr geht's sehr gut. Und ist deine Tochter. Ja, jetzt kommt jetzt auch nicht völlig überraschend, Papa. Ja. Sie schläft auch eigentlich ganz gut, außer Nacht so ein bisschen, aber das ist ja normal. Kommst du denn zum Schlafen? Ich komme auf jeden Fall zum Schlafen, ja, natürlich. Das ist ja alles abgesprochen. Auch wichtig. Aber das ist so, dass ich glaube, dass man das, wenn man das selbst nicht miterlebt hat, einfach auch nicht beschreiben kann, weil das jenseits von allem ist, denke ich. Ja, absolut. Also ich habe auch zum Beispiel 2, 3 Bücher oder so gelesen, einfach zum Vorbereiten. Viel mit auch anderen gesprochen, die auch Vater geworden sind oder auch Eltern geworden sind. Man kann sich noch so viel erzählen, glaube ich, lassen. Im Endeffekt kommt es anders und man muss irgendwie seine eigenen Erfahrungen auch machen und das ist ja auch schön. Und ja. Und wenn du das Würmchen in der Hand hast, ist alles. Dann ist alles gegessen. Jetzt schwenken wir so langsam so ein bisschen zum Fußball rüber. Und hast du das Spiel am Samstag überhaupt sehen können? Wenn ja, wie hast du es erlebt? Auch wenn es später oder danach war. Tatsächlich habe ich ein bisschen geguckt, erste Halbzeit ein bisschen, zweite Halbzeit ein bisschen weniger, weil es dann in die entscheidende Phase auch bei der Kleinen ging. Und ja, war natürlich überragend. Ich war ehrlich gesagt, wo das Tor passiert ist, war ich gerade in der Kantine oben, habe mir was zu essen geholt. Oh. Und dann kam ich halt runter und... Hat es nicht auf dem Handy gebimmelt oder ich hatte mein Handy nicht dabei. Ja. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und dann
ja, stand da 1-0, 2-0 und ich so, kann ja nicht wahr sein. Und dann das andere Ergebnis war natürlich auch nicht schlecht für uns, von daher war es schon schön. Hier sind übrigens alle durchgedreht. Ja, ich habe es gehört. Kannst du dir vorstellen, du bist ja auch schon viel. Das war wieder Absolut, ein Spiel, wo jeder, der hier eine Karte hatte, gesagt hat, deswegen gehe ich zum Live-Fußball. Ja. Nee, es ist auch so, dass die Fans natürlich das auch momentan spüren, dass sie auch nochmal uns einen Push geben können und da mehr machen können, wie sonst auch schon, wo es sonst auch schon überragend ist. Aber wenn es gegen Ende geht und es sind wichtige Spiele, die letzten Heimspiele der Saison, dann legen sie da auch nochmal einen Zahn zu und das bekommen wir natürlich auf dem Platz mit. Das freut uns natürlich. Bevor wir jetzt über das Spitzenspiel sprechen, kommen wir zu unserer Rubrik Videobeweis. Wir haben bei dir da was festgestellt. Komm, wir schauen es uns an. Was habt ihr euch da wieder rausgesucht, Leute? Ja, was soll ich machen, ey? Hopp. Jawohl. Hopp. Ist das schlecht von euch, ey, ganz ehrlich. Nimm doch einfach eine Nummer größer. Ja, aber was soll ich machen? Das ist schon eine große Größe, als wie ich eigentlich nehmen würde. Aber das Trikot ist halt wunderschön, um das nochmal klarzustellen. Also, liebe Fans. Ist es auch. Ist es auch. Und Allerdings, man kann, und das hast du eindrucksvoll bewiesen, man kann es einfach auch in der Länge dehnen. Hast du ja gesehen, man kann es eigentlich bis zum unterhalb des Knies kann man es eigentlich ziehen. Und deshalb rutscht mir das immer hoch. Aber wenn du andere beobachten würdest, nicht nur mich, dann würde dir auffallen, dass es bei anderen genauso ist. Marco, aber heute Dreht sich. bist du Ja. bei mir zu Gast. Ne? Verstehe ich, alles gut. Bist nicht böse? Nein, alles gut. Okay. Ja. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zum Gipfeltreffen mit den Bayern und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Kaum. Im Kampf um die Meisterschaft und mein heutiger Gast, der liebe Baba, hat schon ganz früh mit der Meisterschale Kontakt aufgenommen. Marco Reus vor 17 Jahren. Der Schale schon ganz nah. Seine Profikarriere, sie startet auf Umwegen. Führt ihn zwar gelegentlich nach Dortmund, aber die Begeisterung über seine Tore hält sich noch in Grenzen. 2012 führt der Weg zurück in seine Geburtsstadt. Beginn einer einzigartigen Karriere im BVB-Dress. Eine schwarz-gelbe Erfolgsgeschichte, wieder allerdings mit einigen Umwegen. Schmerzhaften Niederlagen, persönlichen Herausforderungen. 2017 endlich der erste große Vereinstitel. Kapitän, Identifikationsfigur, Erfolgsgarant. Marco Reus heute, der Schale erneut ganz nah. Dass ihr euch da wieder einmal einfallen lässt. Das war doch am Anfang ein sehr schönes Bild. Ey, das Bild da am Anfang, ne? Das müsst ihr mir nochmal... Guck mal, Alter. da ist er. Was habe ich denn da am Mit Handgelenk? dem weißen Hemdchen. Das ungefähr in das S ist, aber... Das hätte XXXS sein müssen, ne? Ja. Oder... Ja. Stark. Wo ihr euer Ich Material meine, du immer warst in herkommt. jungen Jahren, fand ich, warst du schon ein fescher Kerl. Frisur war auf jeden Fall... Schöne Frise, ne? Ja. Läuft auf jeden Fall. Ja, da warst du schon mal ganz nah an der Schale. Ist doch schön. Ja. Hoffentlich im Sommer noch näher. Ja. Ich habe es gesagt, ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Samstag in München, aber
Ist das auch entscheidend im Meisterschaftsrennen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Entscheidung dann gefallen ist. Aber natürlich sollten wir gewinnen, dann haben wir natürlich eine verbesserte Ausgangssituation, wie sie jetzt gerade ist. Wir werden natürlich alles versuchen, damit es so kommt. Aber man weiß natürlich nie im Fußball, aber prinzipiell würde ich sagen, dass die Meisterschaft dann nicht entschieden ist, weil sowohl Bayern als auch wir noch schwierige Gegner vor der Brust haben. Und ja, man hat es gesehen, niemand hat damit gerechnet, dass sie vielleicht in Freiburg unentschieden spielen. Wir müssen selbst noch nach Freiburg. Genau. Von daher bleibt es, glaube ich, bis zum Ende schon spannend. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn es vielleicht nicht für unsere Seite bis zum Ende spannend bleibt, sondern dass wir vielleicht vorher alles klar machen können. Aber auf jeden Fall ist ja so, der das Spiel gewinnt, der hat das in der Hand, genau. Alleine in der Hand, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Und so eine große Bedeutung in einem Spiel, das haben wir schon jahrelang nicht mehr gehabt. Das ist nun mal schön, so. Ne? Sehr schön, da freut sich die ganze deutsche Fußballwelt drüber. Macht sich das auch in der Anspannung bemerkbar? Auch relativ, momentan muss ich sagen, ist es relativ noch entspannt, also zumindest bei mir. Ich kann jetzt wenig über die Jungs sprechen, aber so beim Training ist lockere Stimmung. Jeder weiß natürlich, was für ein Spiel bevorsteht. Und da wird sicherlich in den nächsten Stunden auch noch alles noch ein bisschen intensiver und spannender noch mal werden. Und, aber so vor so einem Spiel in der Anfangswoche, dann ist eigentlich noch relativ locker. Das nimmt dann einfach im Laufe der Woche zu, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Apropos Anspannung, dass es vor allem in der Kabine vor und während des Spiels die Anspannung sehr, sehr groß ist ganz klar. In der Halbzeit vom Stuttgart-Spiel soll es aber doch mal auch ein bisschen Gelächter gegeben haben. Die Ansprache von Lucien Favre hat dafür gesorgt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? Es war irgendwie eine taktische Sache, glaube ich. Und dann hat er mir gesagt, Marco, kommen Sie mal. Und dann hat er mit mir weiter im Französisch gesprochen. Und ich stehe dann so, ich so, Trainer, Deutsch. Und er redet aber weiter und ich sage, Trainer, Deutsch. Sorry. Und dann war, glaube ich, bei Rafa dann genauso. Ja, ist schon lustig. Französisch ist ja jetzt nicht unsere Kernkompetenz, ne? Nee, ist schon schwierig. Also, aber es zu lernen würde mich schon reizen, muss ich sagen, ja. Wir haben es eben im Beitrag gehört, du hast viele Umwege in deiner Karriere nehmen müssen, hättest es vielleicht auch ein bisschen einfacher haben können um Titel zusammen. Wie sehr würde es für alle Rückschläge entschädigen, wenn du am Ende der Saison als Dortmunder Junge die Schale überreicht bekommen würdest? Nein, entschädigen würde ich nicht sagen, auch aufgrund der Rückschläge, die hat man halt im Leben, in einer Fußballerkarriere oder im normalen Leben halt auch. Die gehören einfach dazu. Ja, ich sehe es jetzt einfach so, wie die gesamte Mannschaft, dass wir einfach dieses Jahr eine große Chance haben, etwas zu verwirklichen, wo wir vor der Saison noch nicht wussten, wo wir genau stehen. Und jetzt haben wir einfach die Chance, wir haben es einfach selber in der Hand und das ist einfach ein schönes Gefühl und wir müssen einfach versuchen, weiter positiv zu bleiben, von Spiel zu Spiel zu denken, weil es einfach nur so geht und damit müssen wir dann am Samstag weitermachen und versuchen dann in Gladbach, glaube ich, am letzten Spieltag damit aufzuhören und hoffentlich mit der Schale in der Hand. Da drücken alle die Daumen, natürlich. So, jetzt kommen wir auch wieder zum kleinen Zweikampf. Baba gegen Nobby. Dönekes mit Fritz. Ja, Fritz, Junge. Das Münchner Stadion wurde von Herzog und de Meuren hergestellt. Nicht das einzige Prestigeobjekt in Deutschland. Denn das Architekturbüro ist auch für die Hamburger Elbphilharmonie verantwortlich. Ich habe jetzt keine Ahnung, spontan würde ich aber einfach sagen, dass die Elbphilharmonie doch recht schön geworden ist. Das passt doch irgendwie nicht. Quatsch doch einfach jetzt nicht so. 3, 2, 1. Ja, die Jungs können nicht nur Stadien. Die Aussage ist richtig. Scheiße. 0-0. Ja, aber die Elbphilharmonie ist doch einfach
auch architektonisch so ansehnlich. Das ist schön. Ja, weiß nicht, ich verstehe jetzt auch nicht. Ja, Aber egal, Fritz, musst du wieder wissen, ob du das jetzt richtig war. Unfassbar ehrlich. Das aktuelle Maskottchen der Münchner ist Bernie der Bär. Die Münchner hatten zuvor aber schon ein Maskottchen mit Segelohren und Lederhose, genannt Bazi. Alter, dann wieder Das sind doch typische Fragen von euch. Baba, ey. weißt du es? 3, 2, 1. Den Bazi gab es wirklich. 2004 wurde er allerdings eiskalt in einer Nacht- und Nebelaktion durch das aktuelle Maskottchen Bernie ersetzt. Ganz schlecht. Ich Ja, aber führe. ja, auch keine Ahnung, also ganz ehrlich, Leute, ihr stellt Ja, auch aber du musst Fragen dich doch da. auch mal mit dem Bazi Ja, Papa. also ganz im Ernst. Ihr wisst natürlich, dass es bereits Cheftrainer gab, die sowohl für den BVB als auch für den FCB arbeiteten. Aber wusstet ihr, dass es genau 09 Trainer sind? Hör auf zu zählen jetzt, hör auf zu zählen. Dann machen wir jetzt in 3, 2, 1. Ich hab keine Ahnung. Das ist dreimal Waage. Das Nein, niemals. Da musst du jetzt mal einmal falsch. Unglaublich, aber wahr. ja. In der Oberliga Hans Tauchert und Helmut Schneider. In der Bundesliga Paul Czernay, Udo Lattek, Branko Sebic. Branko Sebic, Was war Paul vorher? Czernay, Reinhard Saftig, Erich Ribbeck, Otto Rehagel und Ottmar Hitzfeld. Ja, ich habe mich natürlich damit beschäftigt. Das tut mir, Marco, das ist also. Baba, Entschuldigung. Das ist so schlecht, ne? Also ganz ehrlich, Leute. Was sind das heute wieder für Fragen, ey? Aber die Niederlage tut nicht weh, das ist das Schöne. Doch, jede Niederlage tut weh. Vor allem Aber nicht gegen mich, doch, oder? Gegen dich erst recht. So, ich darf mich natürlich auch kurz freuen. 52:43 führe ich und möchtest du mir nicht gratulieren? Nein, möchte ich nicht. Marco, Baba. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Verdient war's, muss man schon sagen. das macht mich total stolz. Ja, Marco, eine Frage habe ich. Kennst du eigentlich Babypinkeln? Ja klar, kenne ich Babypinkel. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich war mir nicht ganz sicher, aber kennst du auch den historischen Hintergrund, warum das Babypinkeln heißt? Nein. Der Vater kippt sich mit seinen Kumpels einfach richtig schön einen rein und das soll symbolisch beim Wasserlassen helfen, damit das Baby keine Schmerzen erleidet. Das ist historisch so der Grund, Babypinkeln. Im Prinzip geht es darum, sie einen reinzuhauen. Ja, alles, was danach kommt, ist ja Scheißegal. Und weil das irgendwie, weil du wahrscheinlich noch nicht so richtig Zeit hattest, können wir mal. Wir haben hier Stößchen. Wunderbare. das ist Du Weltklasse. kriegst natürlich Wasser. Ich kriege Ah, da ist eine Sprite. ein Bierchen. Das ist aber und, nett, danke. und ich darf mit dir anstoßen. Marco, Danke, da bin Nobby. ich sehr stolz drauf. Also nochmal viele Grüße an deine liebe Dankeschön. Frau, an deine Tochter. Werde ich ausrichten. Diese Stößchen gibt es übrigens bei uns neuerdings zu kaufen im Viererpack. Das habe ich noch nicht einmal, ich weiß nicht, wie viele Sendung ich jetzt mache, ein kleines Bier getrunken. Ja, und nicht eine Sprite. Schön. Trainer wird wahrscheinlich ein bisschen sauer sein, aber... ist Der okay. Sprite ist, das ist Light, Ah, glaube ich. Und wir haben was für dich. Marco, wir haben was für dich. Ach nee, das ist aber süß. Ist das schön. Oh, das ist aber schön. Mit Reos hinten drauf. Oder Ach, das ist aber Oder? ehrlich. Das ist aber süß. für die Kleine mit der 11. Vielen Finden wir Dank. ganz toll. Und wir haben Ja. uns gedacht, wir freuen uns natürlich, dass du bei uns bist. Deswegen haben wir einfach gedacht, wir machen jetzt einfach, jetzt hauen wir mal richtig einen raus, Marco. Da ist noch ein Schnuffeltuch. Das Kindchen muss essen. Es gibt noch Mama und Papa und Emma du meine und Güte. ein Käppchen, damit es nicht friert. du meine und Güte. eine Emma, wo sie sich Ach, drauf du freuen meine kann. Güte. Die Söckchen sind dabei, ein die Auto, ein Schnuller, ja, was ist das noch? Ein Schnuffeltuch für den Marco, für den Papa. Was ist das jetzt? Noch ein Trikot. Ich muss nochmal Trikot. Ich weiß gar nicht, was ist auch für dich. Und die Tüte gibt es natürlich auch dabei. So freuen wir uns, dass Marco bei uns in die Sendung gekommen ist, kurz nachdem er Papa geworden ist. Das finden wir einfach ganz, ganz toll. Ich glaube,
dass deine Frau sich auch freut, weil die Ja. Sachen sind echt cool. Ja, Ne? absolut. Wahrscheinlich kriegst du die noch 12.000, 30.000 Mal geschenkt, aber wir wollten unbedingt die Ersten sein. So, abschließende Frage vielleicht noch, Bitte. Marco. Du bist jetzt stolzer Vater einer Ja. Tochter, gleichzeitig BVB, Kapitän auf dem Weg, möglicherweise deinen sportlichen Lebenstraum zu dir zu erfüllen, diesen Spagat in beiden Bereichen mit dem notwendigen Einsatz und Leidenschaft zu widmen. Ist das schwierig oder kann das vielleicht auch beflügelnd sein? Ich glaube eher beflügeln, weil es einfach zwei Dinge sind, die einfach total positiv sind und ja, wo du dich auch einfach darauf freust, jeden Tag nach Hause zu kommen, die Kleine zu sehen und gleichzeitig zu wissen, jeden Tag zum Training zu fahren und am Wochenende zu spielen und zu wissen, es ist vielleicht nicht mehr lange hin, bis wir vielleicht was ganz Großes erreichen. Und ich glaube, da gibt es kaum was Schöneres, als so dann hoffentlich den Sommer abzuschließen, um dann wohlverdient irgendwann in den Urlaub zu fliegen und dann irgendwann eine Revue passieren zu lassen, ja, was wir da alles geschafft haben. Bis dahin müssen wir noch einige Berge erklimmen, aber wir sind auf einem guten Weg und wir hoffen, dass wir es bis zum Ende durchziehen können. Wir drücken alle Daumen. Dankeschön. Nochmals vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben einfach gedacht, wir gehen jetzt einmal durch den Fanshop und gucken, was ist für kleine Babys alles dabei. Und wir haben festgestellt, es gibt jede Menge. Jede Menge. Ja, genau. Und wenn man kleine Bier mag, die Stößchen gibt es auch. Ja, das war's vom Feiertagsmagazin. Vielen Dank. Vor dem Kracher, vor dem Spiel gegen Bayern München. Schön, dass ihr dabei wart. Drückt die Daumen, egal wo ihr seid. Wir drücken euch die Daumen, Marco. Alles Gute und tschüss. Scheiße. Ciao, ne?